Knoblauch ist weit mehr als eine aromatische Zutat für deine Pasta. Er ist eine der potentesten biologischen Hochleistungswaffen in der Pflanzenwelt. In seinem Inneren verbirgt sich eine komplexe chemische Verteidigungsstrategie, die erst in dem Moment scharf geschaltet wird, in dem die Pflanze angegriffen wird. Doch leider begehen die meisten Menschen in der Küche einen fatalen biochemischen Sabotageakt. Sie verarbeiten den Knoblauch so, dass seine wertvollen Wirkstoffe zerstört werden, noch bevor sie den Teller erreichen. Um die volle Schlagkraft dieser Knolle für dein Immunsystem und deine Gefäße zu nutzen, musst du aufhören, ihn wie ein passives Gemüse zu behandeln und anfangen, ihn wie eine chemische Reaktion zu verstehen. Hier sind die kritischen Fehler, die fast jeder macht und wie du das volle Potenzial des weißen Goldes freisetzt. Nummer 1. Der Sofort-Garen-Fehler. Der wohl häufigste Fehler passiert direkt nach dem Schneiden. Knoblauch enthält in seinen unverletzten Zellen den Stoff Alinin und das Enzym Alinase, die räumlich voneinander getrennt gelagert werden. Erst wenn die Zellwände durch Schneiden oder Pressen zerstört werden, treffen diese beiden aufeinander und bilden das hochwirksame Allicin, das für den Geruch und die heilende Wirkung verantwortlich ist. Das Problem: Alinase ist extrem hitzeempfindlich. Wenn du den Knoblauch schneidest und sofort in die heiße Pfanne wirfst, wird das Enzym zerstört, bevor es das Alinin in Allicin umwandeln kann. Die Lösung ist der Crush-and-Wait-Hack. Zerdrücke den Knoblauch und lass ihn mindestens 10 Minuten bei Zimmertemperatur liegen. In dieser Zeit läuft die enzymatische Reaktion ab und das gebildete Allicin ist deutlich hitzebeständiger als sein Ausgangsstoff. Nummer 2. Die Hitzefalle. Viele Hobbyköche geben den Knoblauch zusammen mit den Zwiebeln als erstes in das heiße Öl. Das ist aus 2 Gründen ein Fehler. Erstens verbrennt Knoblauch aufgrund seines hohen Zucker- und niedrigen Wassergehalts extrem schnell und wird bitter, was das gesamte Gericht ruiniert. Zweitens dekonstruiert die Hitze die schwefelhaltigen Verbindungen. Selbst wenn du die 10-Minuten-Regel beachtet hast, in der modernen Molekularküche gilt, Knoblauch sollte so kurz wie möglich erhitzt werden. Gib ihn erst in den letzten 60 bis 90 Sekunden des Kochvorgangs hinzu oder nutze ihn idealerweise roh, zum Beispiel in Dressings, um die maximale antivirale und antibakterielle Wirkung zu erzielen. Nummer 3. Das Entfernen des grünen Keims. Vielleicht hast du gelernt, dass man den Grüntrieb im Inneren älterer Knoblauchzehen entfernen muss, weil er giftig oder unverdaulich sei. Das ist ein Mythos, denn die moderne Lebensmittelwissenschaft längst widerlegt hat. Tatsächlich ist der grüne Keim ein Zeichen für die Vitalität der Knolle. Er enthält oft sogar eine höhere Konzentration an Antioxidantien als die Zehe selbst, da die Pflanze hier Energie für das Wachstum bündelt. Er schmeckt lediglich etwas intensiver und schärfer. Solange der Knoblauch nicht verschimmelt oder völlig ausgetrocknet ist, kannst du den Keim bedenkenlos mitessen. Wenn du ihn wegwirfst, entsorgst du buchstäblich die konzentrierteste Lebenskraft der Knolle. Nummer 4. Pressen versus Schneiden. Es herrscht oft ein Glaubenskrieg zwischen den Schneidern und den Pressern. Biologisch gesehen ist die Presse jedoch der klare Sieger, wenn es um die Gesundheit geht. Je feiner der Knoblauch zerkleinert wird, desto mehr Zellwände werden zerstört und desto mehr Allicin kann entstehen. Eine Knoblauchpresse maximiert die Oberfläche und sorgt für eine sofortige enzymatische Explosion. Wenn du den Knoblauch nur in grobe Scheiben schneidest, bleiben viele Zellen intakt und du nutzt nur einen Bruchteil des chemischen Arsenals. Ein Geheimtipp: Wenn du den Knoblauch presst und mit einer Prise Salz vermengst, wirken die Salzkristalle wie ein zusätzliches Schleifmittel, das die Zellstrukturen noch tiefer aufbricht und die Wirkstoffe stabilisiert. Und Nummer 5. Die falsche Lagerung. Knoblauch im Kühlschrank zu lagern ist eine der sichersten Wege, sein Aroma und seine Wirkstoffe zu ruinieren. Die Kälte und die hohe Feuchtigkeit signalisieren der Knolle fälschlicherweise, dass der Winter vorbei ist, was das Austreiben extrem beschleunigt oder noch schlimmer, Schimmelbildung fördert. Zudem verliert er in der kalten Umgebung seine feste Struktur und wird gummiartig. Lagere dein Knoblauch stattdessen an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort mit guter Luftzirkulation. Eine offene Schale im Vorratsschrank ist ideal. Nur so bleiben die Enzyme und Schwefelverbindungen über Wochen hinweg stabil und einsatzbereit für deine nächste biochemische Mahlzeit. Möchtest du jetzt noch wissen, was passiert, wenn du jeden Tag Knoblauch isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.